Hallo liebe Freunde von Sei Schlau und Ciao. Und zwar heute haben wir hier eine Jura, eine ENA Micro 9. Und hier haben wir das Problem, dass die Maschine uns keinen Kaffee mehr gibt. Sprich, wir schalten das ganze Gerät ein und das Gerät heizt auch auf. Und beim Spülgang haben wir dann das Problem, dass die Brühenheit sehr streng geht. Wir werden es gleich sehen. Und dann kommt auch immer wieder die Meldung spülen. Es kann aber auch sein, dass bei euch diese Meldung nicht mehr erscheint und dann auch Error 8 dort steht. Das heißt, das ganze Problem weist eigentlich alles auf die Brühenheit und die Brühenheit sitzt hier auf der linken Seite. Sprich, die Brühenheit geht sehr streng, erreicht nicht diese Position, die sie erreichen sollte. Dann erlischt auch der Fehler Spülen nicht mehr. Das heißt, die Brühenheit fährt wieder hoch, geht wieder runter. Da sie noch sich bewegen kann, kommt auch hier nicht der Fehler Error 8, sondern hier kommt der Fehler spülen und immer wieder spülen. Es kommt auch kein Kaffee. Wie wir das Ganze jetzt beheben, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Jetzt werde ich euch kurz den Fehler einmal demonstrieren. Wir drücken hier die Pflegetaste. Das System sollte sich jetzt auffüllen. Sprich, die Pumpe klingt ganz normal. Die Brühenheit geht sehr streng. Man kann es hören. Ja, jetzt steht hier wieder der Fehler heizt auf. Und jetzt müssen wir wieder Pflege drücken. Das Gerät sollte jetzt spülen, wird aber nicht gespült und die Brühenheit hat danach auch richtig zu kämpfen. Man kann auch hier hören, die Pumpe läuft bis jetzt, hört man es sehr gut. Die Brühenheit erreicht nicht diese Position, die sie erreichen sollte. Sie hat zu kämpfen, sie fährt zwar sehr streng, aber sie erreicht nicht diese Position, damit wir hier diesen Fehler entfernen können, dieses Spülen. Und wie gesagt, es kann auch der Fehler Error 8 auftreten oder eure Brühenheit kann auch anfangen laut zu knacksen, indem die Führung, die Schiene abgenutzt ist. Und das Ganze zeige ich euch jetzt, wie wir das beheben. Die Maschine probiert immer wieder diesen Vorgang, kommt aber nicht zurecht. Sprich, wir schalten das Ganze jetzt aus. Wir drücken nicht erneut Pflege, sondern wir schalten das aus. Als allererstes nehmen wir hier die Maschine vom Strom und danach entfernen wir hier, wichtig, dass wir keine Bohnen mehr oben haben. Die sollten alle raus. Der Wassertank sollte auch entfernt werden. Sprich, wir geben den beiseite und auch hier vorne entfernen wir am Anfang gleich die Schublade. Danach wenden wir uns hinten an das Gerät und zwar haben wir hier zwei Torx-Schrauben, die wir auch entfernen. Das dürfte ein T15 sein und auch hier haben wir hier das Logo von Jura. Das Ganze können wir dann links und rechts hineindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dahinter befindet sich eine Schraube. Das Ganze werde ich jetzt machen und danach nehme ich euch mit, wie wir hier den Seitendeckel lösen können, damit wir zur Brühenheit kommen. Diese Näschen hier. Danach haben wir hier so eine ovale Schraube. Auch diese lösen wir. Dann können wir hier schon das Ganze hier hochdrücken. Sprich, dass die ganze Rückwand hier ausgeklipst ist. Sprich, man kann das Ganze hier hoch und runter schieben. Ja, und danach, wir haben hier schon ein Tuch hergerichtet,
Danach legen wir die Maschine zur Seite, dass nichts beschädigt wird. Und dann könne man von vorne schon hier mit einem Lineal oder mit etwas Flachem hier reinfahren. Ich habe jetzt hier in unserem Fall so ein Plastik, das ich jetzt hier einführen werde. Je nach Ausführung kann es natürlich noch sein, dass ihr hier das Plastikding runternehmen müsst, und dafür könnt ihr hier mit einem Schraubenzieher rein und auch hier vorne mit einem Schraubenzieher rein. Aber dieses Modell betrifft es jetzt nicht. Danach können wir den Deckel, wenn wir das Ganze jetzt hier vorne hineingeschoben haben, nach hinten abziehen. Ja, jetzt können wir hier schon einmal zur Brüheinheit hineinschauen, und hier könnte man schon sagen, dass die nicht mehr ordnungsgemäß im Zustand ist. Erstens drehen wir hier mal die Maschine und machen das gleiche Spiel bei der anderen Seite, damit wir den Deckel runter bekommen. Danach stellen wir die Maschine jetzt wieder auf, und auch hier haben wir die Heizung und die Elektronik vorhanden. Wir drehen jetzt die Maschine nochmals, damit wir die Brüheinheit ausbauen können. Und dazu haben wir hier eine Torx-Schraube, wir haben hier unterhalb eine Torx-Schraube und wir haben auch hier eine Torx-Schraube. Diese zwei führen zur Führung hinterhalb der Brüheinheit, und genau dort kann dieses Knacksen auch verursachen, solltet ihr das haben. Ja, diese drei Schrauben lösen wir jetzt, und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Ja, und dazu nehmen wir hier wieder ein T15 und schrauben hier die Schraube heraus. Die nächste Schraube nehmen wir hier heraus. Unterhalb noch eine Schraube, und auch diese nehmen wir hier raus. Aber bevor wir das Ganze hier lösen, müssen wir hier erstens mal den Schlauch von der Brüheinheit runterziehen. Danach, wenn wir alle Schrauben gelöst haben, können wir die Brüheinheit nach vorne hin rausziehen, und da haben wir das ganze gute Stück schon. Und genau hier könnte das Problem bei euch liegen, dass diese Zahnräder schon abgemurkst sind und nicht mehr schön hier gerade sind. Dann würde das hier beim Antriebsmotor streifen bzw. leer durchgehen, und das macht dann ein verursacht das so ein Geräusch, und dann kann auch Error 8 hier oben im Display erscheinen. Ich werde das Ganze jetzt hier einmal schön warten und zerlegen, und wie ich das mache, das zeige ich euch im nächsten Schritt. Ja, man könnte das Ganze jetzt auch tauschen, wie sie überall in jedem Fachhandel und Jura auch selbst macht. Die werden nach ca. 10.000 Kaffeebezug werden die komplett getauscht, sprich das Drainageventil und die ganze Brüheinheit. Ich aber werde jetzt diese Arbeit hier euch zeigen, wie man das Ganze zerlegen kann, weil darin befinden sich Dichtungen, und diese Dichtungen sind nicht mehr, oder scheinbar nicht mehr in Ordnung, und wir werden das Ganze jetzt Schritt für Schritt zerlegen und reinigen. Dadurch sparen wir uns eine Brüheinheit im Wert von, ich weiß es nicht, ich werde es hier oben dann einblenden. Und ja, als zuallererst lösen wir hier diese zwei Torx-Schrauben.
Danach lösen wir hier diese Torx-Schraube. Und danach lösen wir hier hinterhalb diese Torx-Schraube. Damit man hier gut hingelangt, kann man das Ganze hier nach unten, nach oben ziehen und hier oben ausfädeln. Und dann nach unten drücken. Dann habt ihr das Ganze hier ausgefädelt. Ja, so kommt man besser zu dieser Torx-Schraube. Auch diese lösen wir jetzt hier. Ja, somit ist hier diese Führung schon mal beweglich. Ja, als nächsten Schritt drehen wir hier den oberen Deckel heraus und wir ziehen ihn ab und danach drehen wir die Brüheinheit nach oben, damit das Ganze hier rauskommt. So, wenn wir den Ring hier vorne abnehmen können, hier unten haben wir dann noch hier überall solche Klappnäschen, auch hier unterhalb drinnen und hier unten drinnen und auch hier haben wir so ein Klappnäschen. So, diese müssen wir jetzt alle einzeln nach oben hin wegdrücken, damit dieser Seitendeckel einmal ausgeklipst ist. Danach machen wir das beim unteren. Jetzt haben wir schon 3. Danach fahren wir hier hinein, drücken da drauf. Dann haben wir hier den dritten und dann fällt uns hier nur noch den vierten. Und der befindet sich hier unterhalb. Da drücken. Ja, jetzt haben wir den Seitendeckel und auch hier ist uns schon ein Ring entgegengesprungen. Dieser Ring gehört hier unterhalb in die Führung und dieser darf nicht verloren gehen. Ja, das ganze Spiel machen wir jetzt hier auch auf der anderen Seite. Auch hier klipsen wir alle Näschen wieder ein, dass wir diese Deckel hier anheben können. Und die andere Seite. Auch hier haben wir noch das vierte. Ah, hier ist es wieder reingegangen. Sprich, wir drücken das nochmal. Genau, jetzt ist das Ganze heraus. Und ja, auch hier befindet sich dann wieder dieser Ring. Auch diesen geben wir beiseite und dürfen ihn nicht verlieren. Jetzt können wir das Ganze schon auseinandernehmen, hier von vorne und nach oben hin ausfädeln. Ja, so könnte man jetzt diese Führung tauschen, sollte diese nicht mehr in Ordnung sein. Und auch so können wir jetzt hier dieses Sieb tauschen und auch diese Dichtung, die sich hier befindet. Wir drücken das Ganze jetzt schön zusammen. Oh, die ist richtig spröde. Und hier kann man dann auch schon erkennen, wie schmutzig das unterhalb dieser Dichtung ist. Und auch hier können wir diese Schraube lösen. Und hier unterhalb diesen ganzen Kaffeesatz und was sich hier befindet, alles wieder reinigen. Ich werde das Ganze jetzt hier in diese Box geben. Ich werde auch hier dieses Drainageventil hier nach unten abziehen. Man kann schon sehen, wie viel Kaffeeabsatz überall hier drinnen ist. Und ich werde auch das hier jetzt alles in Heißwasser einlegen und reinigen. Und dann werde ich auch noch hier dieses Drainageventil revidieren. Sprich, hier gibt es nochmals 2 kleinere Torx-Schrauben. Dann könnte man hier den Deckel runternehmen und das zeige ich euch jetzt auch Schritt für Schritt. Jetzt kann man diesen Deckel hier ausklipsen. Und man kann auch hier schon sehen, wie das Ganze verschmutzt ist. Ja, hier darin befinden sich auch nochmals 3 Dichtungen. Wir haben auch hier den Einlaufstutzen.
Da ist auch eine Dichtung und die ist auch schon sehr spröd. Sprich, wenn die Maschine funktioniert hätte, hätte sie ziemlich sicher viel Wasser verloren im Dresdlerbehälter. Sprich, wir können jetzt hier, bei diesem Dreck kann man es kaum sehen, hier diese Klammer rausnehmen. Dann können wir hier diesen Auslaufstutzen nach vorne klipsen. Dann können wir auch hier schon diese Feder hineindrücken, diese auch halten, und dann kann man das Ganze von hinten leicht gleichmäßig auf beiden Seiten nach vorne hin ausrasten. Somit können wir das Ventil hier mit dem Stutzen herausnehmen, und genau hier haben wir dann auch alles voll Dreck, richtig schlimm. Und das Ganze hier kann man dann anheben und auch rausnehmen. Könnt ihr das sehen? So viel Schmutz ist hier vorhanden. Ja, und diese Dichtung, die hier drauf ist, die steckt jetzt da drinnen. Diese werden wir tauschen, diese werden wir tauschen, und wir werden auch hier, wenn ich das Ganze auseinander nehme, diese Lippendichtung tauschen und auch auf der anderen Seite diese Lippendichtung tauschen. Ja, wenn wir gerade beim Ventil sind, kann es bei vielen oder wird bei vielen Maschinen auch hier das Problem liegen, dass hier das Plastik gebrochen ist, sprich, dass das Ventil nicht mehr ordnungsgemäß schließt und öffnet. Also das heißt, ihr müsst das genau hier beobachten, ob irgendwelche Risse oder sonst was vorhanden ist, und ansonsten müsste man das Ganze wirklich fixieren, weil das wird hier durch das Magnetventil von der Steuerung gedrückt, und wenn das hier durchgeht, dann funktioniert eure Maschine hin und wieder und dann hin und wieder mal nicht, hin und wieder und mal hin und wieder nicht. Also das kann eine sehr große Fehlerquelle auch sein. Ja, wir legen das Ganze jetzt hier in allen Einzelteilen in diese Plastikbox. Wir haben jetzt hier sehr viele Einzelteile und wir haben hier richtig eine Sauerei veranstaltet. Dennoch werden wir das Ganze jetzt in heißes Wasser einlegen, einwirken lassen, und danach werde ich euch wieder mitnehmen, wie wir alle Dichtungen Step für Step tauschen. Ja, wir werden das Ganze jetzt einwirken und reinigen. Ja, während die ganze Brühenheit am Einwirken ist zur Reinigung, können wir gerade die Zeit hier nutzen und die Maschine innerhalb sauber machen. Sprich, wir werden das hier alles raussaugen. Dazu kann man hier auch noch, wenn man möchte, den Kaffeepulverschacht rausnehmen und auch hier gleich alles durch sauber machen. Dazu habe ich hier einen Staubsauger parat und werde hier von vorne bis hinten alles schön mal raussaugen, und danach werde ich es wischen. Dann werde ich hier einen antibakteriellen Reiniger nehmen, die Maschine kurz einmal einsprühen und danach mit etwas auswischen, damit das Ganze wirklich schön sauber und ordentlich ist. Wir werden jetzt auch hier, wenn man es erkennen kann, noch den ganzen Kaffeeauslauf könnte man jetzt auch noch ausbauen, aber wir saugen hier alles nur noch besser raus, damit das Ganze schön sauber ist. So ist. Draufleg. Jawohl, jetzt wo wir alles schön ordentlich sauber gemacht haben, können wir das Ganze dann auch schon wieder zusammenbauen. Und zwar haben wir hier die ganzen alten Dichtungen und man kann hier schon ordentlich erkennen, dass die richtig verschmutzt und nicht mehr schön in Ordnung sind. Ja, dazu haben wir hier jetzt ein Dichtungsset organisiert und die werden wir jetzt hier im Drainageventil einbauen.
Wichtig ist immer, dass hier alles schön ordentlich sauber ist da drinnen und dann können wir das Ganze schon wieder zusammenbauen. Ja, zum einen haben wir hier auch ein Fett, das wir hier nehmen, und zwar fetten wir hier die ganzen Dichtungen auch rundherum ein, und ihr nehmt am besten auch Lebensmittel, echtes Silikonfett, damit ja kein ungewöhnliche Substanzen im Kaffee drin ist. Super, ja, und wir werden jetzt hier diese Lippendichtung mit der Öffnung nach vorne hier wieder einführen. Das Ganze sieht dann so aus. Und zwar, jetzt haben wir hier auch die nächste Dichtung auf der linken Seite. Auch diese fetten wir hier wieder. Und geben diese hier auch wieder mit der Öffnung nach innen. Das Ganze sieht dann so aus. Dann haben wir hier auch noch so ein Distanzring, und dieser führen wir dann auch hier wieder ein. Und dann haben wir wieder eine Dichtung, und die führen wir dann auch wieder mit der Lippendichtung vorwärts hinein. Auch diese fetten wir zuerst wieder. Und führen diese Lippendichtung so wieder hinein. Dann drücken wir das Ganze zusammen. Dann hat man hier, wenn man genau hinsieht, eine Auskerbung, und auf dieser Auskerbung haben wir hier auch gegenüberliegend haben wir hier diesen Zapfen, den stecken wir hier drauf, und auf der anderen Seite haben wir auch noch einen Zapfen, der auch wieder schön ordentlich sauber ist, und der kommt hier mit dieser Auskerbung direkt hier hinein. Ja, so wäre das Ventil schon mal wieder richtig gestellt, und man kann jetzt das Ganze auch hier jetzt überprüfen. Die Dichtung hier fehlt noch, also die Feder haben wir auch noch hier. Ja, und wenn man das Ganze jetzt hier prüfen möchte, kann man schön hier auch reinblasen und drücken und schauen, ob das Ventil hier öffnet und schließt. Und ja, wenn ja, ist das okay, wenn nicht, dann wäre irgendwas nicht in Ordnung und der Kaffee würde bei euch direkt in die Schublade fließen. Dann nehmen wir hier diesen Auslaufstutzen und geben auch hier nochmals eine Dichtung hinzu. Und auch diese werden wir hier einfetten. Dann haben wir hier auch schon den Stutzen, der hier reingesteckt wird. Das Ganze können wir jetzt auch mit diesem Einlaufstutzen, auch hier befindet sich eine Dichtung, die ist schon sehr spröde und nicht mehr in Ordnung. Das hier ist die etwas dünnere Dichtung. Ja, wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass die rechte Dichtung etwas dünner und schmäler ist als die linke. Und diese eine von dem ganzen Set ist diese hier, die auf den Stutzen hier da drauf kommt. Sprich, die kleine setzen wir hier oben drauf und geben auch hier wieder etwas Fett dazu. Dann haben wir auch hier unterhalb wieder die Dichtung und hier kommt wieder die etwas dickere, die doppelt im Set drinnen ist. Und das andere heißt die Einlaufstutzen und das sind die normalen Ohrringe von Iora. Ja, das Ganze schieben wir jetzt hier auf das Gehäuse hinauf. Dann schieben wir hier das Drainageventil wieder in das Gehäuse hinein. Dabei drücken wir die Feder etwas zusammen. Wie gesagt, achtet immer darauf, dass dieses Plastik hier nicht gebrochen ist, denn dann würde bei euch der Kaffee direkt in die Schublade fließen. Ja, wir schauen, dass wir hier schön einfädeln und dann drücken wir das Ganze schön zusammen, dass wir hier überall schön auflegen, bis das Ganze eingerastet ist. Ja, wenn das Ganze eingerastet ist, dann haben wir hier auch schon wieder
die Klammer, die wir hier einführen. Ja, die Klammer sitzt. Dann hätten wir auch schon den Stutzen, der hier wieder auf diese Seite muss und eingeklipst wird. Ja, auch hier könnte man die Dichtung noch fetten. Die Dichtung ist noch in Ordnung, diese müssen wir nicht tauschen. Ja, das Ganze sieht jetzt so schon wieder sehr schön und ordentlich aus und alle Dichtungen wurden getauscht. Jetzt nehmen wir hier wieder diese Abdeckung dazu. Auch das haben wir wieder alles schön ordentlich gemacht und rasten das Ganze von unten hier nach oben ein, bis das Ganze eingerastet ist. Danach schrauben wir hier wieder diese 2 Schrauben, die kleinen, die wir haben, hinein. Ja, jetzt ist das Ganze schön wieder verschraubt und dieses Drainageventil legen wir jetzt erstmals wieder zur Seite und wir bauen hier dann jetzt den ganzen Rest der Brühenheit wieder zusammen. Ja, hier haben wir alle Einzelteile wieder schön beieinander. Man könnte natürlich jetzt auch hier noch diese Klammern hier wegnehmen und diesen ganzen Brühzylinder hier von der Brühenheit rausnehmen. Und auch hier unten befindet sich noch eine Dichtung. Dennoch werden wir das jetzt in diesem Schritt nicht machen, denn ich werde beim Reinigen danach immer ordentlich achten, wenn ich hier Wasser reingebe, ob hier unten alles dicht ist, wenn ich es hier halte, und wenn hier kein Wasser durchtritt, ist diese Dichtung noch in Ordnung. Ihr solltet immer dabei auch achten, ob das Ganze auch einfach zu bewegen geht. Und in diesem Fall geht das Ganze sehr locker. Das heißt, die Dichtung hat sich noch nicht ausgedehnt und ist noch einsatzbereit. Ja, was man auch noch könnte, man könnte hier ganz unten auch noch etwas Fett hinzugeben und das Ganze leicht einschmieren. Wir werden jetzt hier zuallererst auch diese Dichtung, die hier raufkommt, werden wir hier gegen, die alte ist auch nicht mehr in Ordnung, werden wir auch gegen eine neue Dichtung tauschen und auch diese werden wir leicht einfetten. Genau, so sitzt die Dichtung. Dann haben wir hier auch das Sieb. Bitte achtet auch immer, dass hier, wenn ihr hier rein seht, dass alle Löcher im Sieb durchgehend sind und keine geschlossen. Dann, wenn wir das überprüft haben, zusammenbauen. Es könnte auch ganz einfach bei euch so sein, dass bei der Reinigung dieser Metallstift, der hier durchgeht, rausgefallen ist. Dann wären jetzt zum Beispiel diese Seitenteile bei euch entfernt worden. Dann müsst ihr nur hier darauf achten, dass es eine rechte Seite gibt und hier ein L für die linke Seite. Dann haben wir gesagt, fetten wir das Ganze noch. Ich gebe immer unterhalb der Dichtung leicht etwas Fett an, dass die Dichtung einfach leicht geschmiert ist. Nicht zu viel, denn dann bleibt Kaffeesatz hier hängen. Ja, dann kann man hier auch noch die Führung rundherum einfetten. Bitte achtet auch darauf, dass ihr hier den inneren Ring, es gibt 4 Ringe, nicht verloren gegangen ist beim Reinigen. Dann, wenn wir das hier auch einfetten, auch auf dieser Seite, dann können wir hier schon den Ring auflegen und auf der anderen und diesen auch festhalten und auf der anderen Seite diesen Ring auflegen und auch diesen festhalten. Dann nehmen wir die Brühenheit, den oberen Teil, und schieben diese nach hinten gezeigt auf die Brühgruppe hinauf, bis wir hier links und rechts, jetzt ist mir dieser Ring auf der linken Seite rausgefallen, dass wir hier schön darüber auflegen, wie jetzt, dass das Ganze hier schön geschlossen ist. Diesen halten wir jetzt und auch hier müssen wir jetzt nochmals den Ring hinzufügen. Der Ring sitzt und auch diesen halten wir jetzt so fest. Ja, dann kann man schon auch jetzt hier
dieses Drainageventil hier nehmen, mit dem Ventilzapfen nach innen zeigend und hier in der Führung eingeführt. Können wir das Ganze hochschieben. Wenn das Ganze hier etwas ansteht, dann müssen wir einfach nur mit der Brüheinheit etwas hoch oder runter, bis das Ganze sitzt. Ja, wenn wir das jetzt alles so haben, schauen wir, dass wir auch gleich hier eingerastet sind. Und dann können wir auch schon hier wieder unseren Ring für den Antrieb oben drauf schrauben. Bis wir ganz unten angekommen sind. Sollte bei euch die Richtung nicht vorgegeben sein, dann ist das Ganze unten hier nicht bündig und auch hier nicht schön bündig. Ja, achtet immer darauf, dass auch wirklich alle diese Ringe im Gerät sitzen. Dann kann man, wenn das jetzt alles so schon in Ordnung ist, können wir zumindest schon mal hier auf dieser einen Seite den Deckel raufklipsen. Und auch hier haben wir diese 4 Klammern, die wir hier beim Öffnen gedrückt haben. Jetzt haben wir den Deckel hier auf der rechten Seite und hier muss immer alles schön in Position sein. Dann drehen wir das Ganze. Jetzt könnte man auch nochmals den Ring hochdrehen, damit wir hier auch wirklich diese Abdeckung hier komplett einführen können. Genau. Und dann nehmen wir hier die Abdeckung und drücken diesen hier auch auf die Rückseite, bis wir hier überall schön auflegen und dann eingerastet ist. Ja, dann können man das Ganze wieder runterdrücken, bis man hier wieder mit der Schraube und hier mit der Schraube auflegen. Und dabei drehen wir einfach das Ganze wieder hinunter und dann kann man das Ganze schon runterdrücken. Ja, und im nächsten Schritt nehmen wir hier diesen Schlauch wieder, diesen Auslaufschlauch auflegen. Auch hier haben wir dann noch eine Dichtung und diese Dichtung kann man tauschen, aber auch diese ist hier bei uns in Top-Form und dann stecken wir das Ganze hier auch schon wieder hinunter, bis das Ganze auch wieder schön eingerastet ist. Das Ganze muss jetzt so halten. Wenn wir das alles gemacht haben, dann haben wir hier schon wieder den oberen Teil und auch diesen oberen Teil führen wir hier so ein, dass hier der Schlauch auf der größeren Seite hier raussteht. Genau, das Ganze sollte bei euch dann so aussehen. Dann haben wir auch schon hier oben den Deckel dazu. Den werden wir hier auch wieder so drauf schrauben. So drauf schrauben. Genau. So kommt das Ganze dann hin. Und dazu fädeln wir hier den Schlauch hier unterhalb in der Führung schön hinein, bis das Ganze hier kein Spiel mehr hat, dass hier einfach etwas vorsteht. Ja, hier haben wir dann wieder diese 2 Schrauben, die wir hier einführen und anziehen. Ja, so sieht das Ganze schon mal sehr, sehr gut aus. Dann haben wir hier unten auch eine Führung, so wie hier unten und hier unten. Die führen wir hier unten von unten zuerst ein, links und rechts, und dann rastert das Ganze oben schon automatisch ein. Ja, so sieht jetzt unsere Brühgruppe neu und revidiert aus. Wir werden jetzt auch hier diese 2 Torx-Schrauben wieder hineinschrauben. Und auch auf dieser Seite wieder die Torx-Schraube hineinschrauben. Ja, und wenn man jetzt das Ganze hier dreht,
kann man schon sehr ordentlich feststellen, dass das Ganze sehr leicht sich wieder bewegen lässt. Sprich, hier öffnet jetzt gleich mal diese Klammer unten. Jetzt stellen wir die Brüheinheit in Grundposition und die Grundposition ist da, dass der Schacht hier geöffnet sein muss. So, jetzt sind wir ganz oben. Jetzt drehen wir diesen ganz runter. Ihr müsst auch immer achten, dass dieser auch, wenn ihr das Ganze auch zerlegt habt, dass der auch schön ordentlich mitgeht und nicht stecken bleibt, weil dann wäre dieser nicht in der Führung eingerastet. Jawohl, wenn auch wir hier alles wieder schön ordentlich sauber gemacht haben, dann setzen wir die Brühgruppe wieder in das Gerät ein und wie gesagt müssen wir hier achten, wir können hier an der Schiene drehen und wir müssen immer achten, dass diese Öffnung in der Grundposition eingesetzt wird. Sprich, wir fahren das Ganze hier mit dieser Dichtung unten hier wieder ein und auch mit dieser Führung. Sprich, wir gehen hier leicht schräg hinein, halten den Schlauch hier zur Seite und drücken dann, bis das Ganze so wieder sitzt. Öffnung ist geöffnet und dann sieht das hier so aus. Dann haben wir hier zwei feine Schrauben mit den feinen Gewinden. Diese zwei Schrauben kommen oberhalb bei der Führung angebracht. Das sind die, die dann auch mit dem Antriebsmotor verbunden sind. Die schrauben wir jetzt als allererstes hinein und auch hier oberhalb setzen wir sie wieder hinein, bis das Ganze schön ordentlich sitzt. Man kann schon sehen, die Brüheinheit sitzt wieder ordentlich. Und dann haben wir hier unterhalb auch noch die mit dem groben Gewinde, die hier ins Plastik hineingeschraubt wird. Dann haben wir hier wieder den Auslauf von der Brüheinheit zum Kaffee und auch hier könnte man jetzt mit Luft durchreinigen oder blasen und schauen, ob hier eine Verstopfung vorhanden wäre oder nicht. Habe ich schon getestet. Hier geht das Ganze ordentlich durch. Dann schließen wir hier den Schlauch wieder an den Zapfen. Ja, wenn alles wieder sitzt, könnte man hier in diesem Zustand die Kaffeemaschine schon wieder in Betrieb nehmen und mal einen Testlauf starten, bevor wir das Ganze dann zusammenbauen. Und zwar ganz wichtig, hier ist ein Mikroschalter drin. Ihr müsst den Bohnendeckel ansetzen und ich empfehle euch auch immer hier diese Schublade gleich alles schön ordentlich sauber zu machen, damit man gleich beim Probegang auch feststellen kann, ob Wasserverlust irgendwie falsch oder zu viel vorhanden ist. Dürfte normal jetzt nicht sein. Und ja, wir starten das Ganze jetzt und werden schauen, was uns dann die Maschine sagt. Und jetzt verlangt er noch die Spültaste und das führen wir jetzt durch. Und wir können gleich feststellen, jawohl, und es kommt schon richtig ordentlich Spülwasser. Ja, meine Freunde von Sei schlau und schau, diese Brüheinheit, was zu 90% bei allen Jurenmaschinen das Problem ist, funktioniert wieder und das nur durch diese Reinigung und durch diesen Tausch dieser Dichtungen und vom Drainageventil. Und ja, wir haben alles schön sauber gemacht. Wir haben jetzt wieder wie eine neue Maschine. Wir werden das Ganze jetzt hier auch noch kurz, wenn wir schon alles offen haben, hier die Schläuche überprüfen, ob wir irgendwo Kalkspuren feststellen können. Und ja, man kann auch hier noch dann die Abdeckung runternehmen, aber hier das Ventil hier, wo vorsteht, zeigt auch keine Spuren auf. Ja, ansonsten könnte man sich auch noch die Arbeit antun und diese paar O-Ringe zusätzlich gleich mittauschen. In unserem Fall werden wir das Ganze so lassen. Die Maschine zeigt bereit an. Wir werden jetzt das Ganze dennoch zusammenbauen und dann gleich prüfen, ob alles in Ordnung ist. Espresso funktioniert einwandfrei und wir können jetzt auch hier noch, wenn wir gerade auch noch dabei sind, das
Mahlwerk eventuell überprüfen, ob der Kaffeesatz nicht zu fein oder zu grob ist. Und dazu werden wir jetzt noch 1, 2 Kaffee machen und überprüfen, was passiert. Jawohl, funktioniert einwandfrei. Alles sauber, alles dicht. Brüheinheit fährt ordnungsgemäß runter und Kaffeesatz macht er uns einen einwandfreien Kuchen. Kein Wasser drinnen. In der Kaffeeauffangschale ist auch kein Wasser drinnen. Ja, meine Freunde von Sei schlau und schau. Diese Reparatur hat uns alles behoben. Auch ganz viele verschiedene Fehlerquellen sind damit behoben. Wir werden das Ganze jetzt ausschalten, das Gerät wieder zusammenbauen, sprich den Wassertank hier hinten entfernen und dann auch schon die Seitendeckel links und rechts wieder ans Gerät einführen. Dazu achten wir auch hier immer wieder, dass wir mit dem Plastik hier auf diesen Führungen einrasten und dann können wir das Ganze schon großflächig zusammendrücken und nach vorne, bis wir hier überall eingerastet sind. So sieht der Deckel und dasselbe Spiel machen wir wieder auf der Rückseite. Wir nehmen den Deckel, bis wir wieder eingerastet sind. Danach drücken wir diese Verriegelung hinten wieder nach unten. Bis das Ganze wieder eingerastet ist. Danach haben wir hier wieder unsere Jura-Schraube, die wir hier ans Gerät hineinschrauben. Und danach haben wir auch hier schon unsere oberen 2 Torx-Schrauben, die wir hier auch wieder hineinschrauben. Jawohl, und wir haben das Gerät zusammengebaut und machten noch einmal 2, 3 Kaffee draus und das Gerät funktioniert einwandfrei. Kaffeesatz ist wieder super in Ordnung und wir haben keinen Wasserverlust. Die Maschine Brüheinheit funktioniert auch einwandfrei. Ja, das Ganze ist uns super gelungen und ich hoffe, ich konnte euch da draußen auch helfen mit dem ähnlichen Fehler, denn die meisten Jura-Geräte haben eventuell nach einer gewissen Laufzeit alle dasselbe Problem und mit dieser Reparatur könnt ihr euch die ganzen Kosten sparen, denn Jura macht das Ganze immer nur pauschal und kann dann schon etwas teuer werden. Ja, mich würde es sehr freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalässt, damit viele auf solche Technikvideos aufmerksam werden. Danke und bis dann. Ciao.